Versi XP, der Kanal, wo ihr gerade zuseht, hat so einiges zu feiern. Es ist der Kanal für Technik-Reviews, Kaufberatungen und einfach etwas, wo euch Sachen erklärt werden. Und das alles von mir mit dem gewissen Extra an Humor, den ihr liebt. Und ich feiere 5 Jahre Versi XP und auch die 1000 Abonnenten. Wir schauen hier nochmals zurück in die Vergangenheit, wie alles angefangen hat. Und hiermit Gute allerseits. Ja, ihr seht nun mein Special eben zu den 1000 Abonnenten und 5 Jahre Versi XP hier. Ja, eigentlich wollte ich noch vor der Sommerpause eine Babbelstuhl-Folge machen, aber ich denke mal, so etwas hat hier Vorrang. Ich nehme euch dann einfach mal mit in die Vergangenheit und wir schauen uns jedes Jahr dann mal einzeln an. Ich erzähle einfach so auch etwas dazu, wie der Kanal aussah damals und. Wobei ich hier auch dazu sagen will, bei 2000 Abonnenten würde es kein Special geben, wenn die nächste Zahlenstelle dazu käme. Sprich bei 10.000, 100.000 und so weiter. Aber ohne mehr um den heißen Brei zu reden, fangen wir mal an mit 2020. Ach herrje, wie sah das denn aus? Nun, in diesem Jahr gab es 2 Videos. Okay, ja, hier auf diesem Kanal nur eins, da das andere auf einem anderen Kanal existiert und ich mich daran an die 5 Jahre klammer. Nur stellt euch vor, ich habe keinen Zugriff auf diesen Kanal. Ich weiß nicht, irgendwie komme ich da nicht mehr rein. Ich habe irgendwo das Passwort in die E-Mail verschlammt. Egal wie, damals war der Kanal eben noch relativ neu, wo ich zwar eben einiges an Wissen hatte, aber noch nicht eben so die ganzen Skills. Sprich halt mit der Videobearbeitung und wie der YouTube-Algorithmus denn überhaupt funktioniert. Wobei gut, den YouTube-Algorithmus, den habe ich bis jetzt auch noch nicht ganz kapiert. Egal! Ja, nur eines habe ich jetzt eben gerade gesehen. Es gibt sogar noch ein drittes Video für 2020 mit einem Atari ST Unboxing. Nur das habe ich aufgrund von sehr viel Cringe und vielen weiteren halt entfernt. Genauso auch für die nächsten Jahre, da habe ich 2 Videos entfernt. Hey, seht da, ein eigentliches Studio. Und nicht nur ein eigenes Studio, seht selbst, ein vertrauter Name, ein verkacktes Design, alles war nun etwas optimierter. Nun, offiziell existiert ein Video von 2021, aber 2 weitere sind entfernt worden aufgrund von nicht mehr stimmenden Fakten und auch wieder cringe. Aber hey, es sind nur dies mit der PlayStation-Konsole und der CMOS-Batterie und wo ich das Rebalance Board halt erklärt habe. Nur dieses Jahr ist auch ein nun bekanntes Format von mir gestartet. Eigentlich sogar 2. Das eine, was damals einen anderen Namen hatte, Wie zum Teufel und Erfolgslosigkeit mancher Hardware. Das Wie zum Teufel geht Format kennt ihr heute als Tech Inside. Nur das andere habe ich schon lange eingestellt, da es, finde ich, irgendwie sehr negativ eingestuft war. Doch wenn ihr wollt, ich kann dieses Format auch wiederbeleben. Genauso wie ich es auch mit einem anderen Format aus dem nächsten Jahr gemacht habe. Hier, es gab doch damals dieses Virus, ne? Nun, in diesem Jahr habe ich mich tatsächlich mit Corona infiziert, hat mich aber daran nicht abgehalten, Videos zu machen. Ich betitel dieses Jahr auch gerne als das goldene Jahr und das Format Jahr. Und dieses Jahr war halt eben richtig was los da. Es hat sich alles richtig geformt zu der Zeit. Und es kamen neue Formate dazu. Die Basics, Reviews, Kaufberatungen und ein komisch funktionierendes Format, was Unboxings waren. Aber egal wie, 12 Videos kamen in diesem Jahr heraus, wo ich auch sehr dankbar bin für die ganzen Aufrufe da. Und dieses Jahr hat auch mein bis Mitte 2024 erfolgreichstes Video gebracht. Mit der Wii U in 2022. Also 2022 war wirklich ein goldenes Jahr, wo ich auch versucht hatte, in jedem Monat ein Video zu bringen. Das ging komischerweise nicht, aber alles egal. Hauptsache ein Aprilscherz kommt. Doch all das kann man vom nächsten Jahr nicht behaupten, denn nach diesem wahnsinnigen Jahr kommt leider die Quittung.
In diesem Jahr gab es 2 Videos. Eines habe ich entfernt, da es einfach nicht mehr gepasst hat. Und in 2023 habe ich auch dann angefangen, Shorts zu machen. Nur waren diese eben noch experimentell und eben noch nicht so perfekt. Perfekt war dieses Jahr leider nicht, aufgrund der nicht so häufigen Videos. Ja, und warum dies denn auch so war, will ich aber am liebsten privat halten. Aber ich will zumindest mal so viel sagen, dass dieses Jahr für mich ein sehr schweres war. Aber hey, es kam dann trotzdem irgendwie das nächste Jahr. Und oh boy, dieses Jahr war legendär. Das war die Zeit, wo alles dann so richtig angefangen hat. Anfang 2024 wollte ich versuchen, jeden Monat ein Video herauszubringen. Doch nach etwas Justieren und alles war ich im Juni sogar in der Lage, jede Woche ein neues Video zu machen. Und die Shorts waren noch in den Kinderschuhen, aber das hat sich dann irgendwie auch alles irgendwie gelegt. Und es gab ein neues Video, was das davor erfolgreichste abgelöst hat, nämlich das Windows 7 Review. Und ab da hat es sich richtig gezeigt, dass ihr die Windows Reviews liebt, aber auch das neue Format Restauration kam sehr gut bei euch an. Wobei das ja nicht das einzigste ist, was neu in diesem Jahr war. Denn in diesem Jahr da war einiges los. In 2024 habe ich einen Let's Play Kanal gestartet, aber aufgrund von Erfolglosigkeit halt beendet. Und das Logo wurde in 2024 einige Male abgeändert. Erstmal mit dem Flat Design, dann mit dem Farbverlauf und zu guter Letzt das aktuelle mit dem Fruitiger Aero-Stil. Und die Webseite ist gestartet für allerlei Sachen, ein Discord-Server ist gestartet für auch allerlei Ankündigungen und Co. Also 2024 war echt ein bahnbrechendes Jahr hier. Nur, es gibt noch eine Sache zu diesem Jahr, was, finde ich, erwähnt werden soll. Ende 2024 habe ich meinen Minecraft-Spiele-Server gestartet, da ich hatte einfach mal Lust da drauf. Aber dieser hatte halt das nächste Jahr nicht ganz überlebt. Hey, das Jahr läuft doch noch, ne? Ja, also zu 100% will ich jetzt über dieses Jahr noch nicht reden. Doch wenig geht ja. Nun, alles hat sich noch etwas mehr eingependelt. Das Wie zum Teufel Format wurde zu dem heutigen Namen Tech Inside abgeändert. Und 2 neue Formate kamen. Und zwar das Bubble Stew und Was soll schon schiefgehen Format, was die Insgesamtanzahl an Formate auf 8 Formate bringt. Ja, und vor allem war es auch das Jahr, wo ich auch einiges noch weiter optimiert und verbessert habe. Nicht nur für euch, aber auch für mich, dass ich konstant gute Videos herausbringen kann. Danach ein wenig herumprobieren in meinem Schnittprogramm ist der neue Videostil bei mir in Kraft getreten, mit den richtigen A- und B-Rolls. Ja, diesen Stil gab es seit April, der auch sehr gut funktioniert, bei euch ankommt und den Kanal auf das nächste Level gebracht hat. Und bis jetzt haben sich so einige Videos aus diesem Jahr unter die Top 5 der meistgesehenen Videos bei mir eingeordnet. Und die Shorts sind im Prinzip fast genauso weitergelaufen, habe da aber auch ein paar Sachen angepasst, denn die Shorts, die laufen sogar jetzt noch ein bisschen besser. Ja, einigermaßen besser, aber ja, es geht. Besser gelaufen ist auch der englische Kanal, der in 2025 einen neuen Namen bekommen hat und besonders von dem neuen Videostil profitiert hat. Eine Sache merkte ich aber, dass das doppelte Produzieren sehr aufwendig ist. Was auch in diesem Kanal, finde ich, etwas geschadet hat vom Wachstum. Deswegen wird der englische Kanal nicht mehr aktiv mit Videos oder Shorts versorgt. Nur, es heißt ja nicht, dass ich nicht darauf mal wieder zurückkomme. Nur das hat diesem Kanal schon irgendwie geholfen. Denn aktuell kommen pro Woche 3 Shorts, ein neues Video jeden Sonntag und dann auch am Sonntagabend sogar ein Livestream auf Twitch. Es ist so einiges passiert in 2025, denn der Kanal hat dann die 500 und eben zuletzt die 1000 Abonnenten erreicht, wo ich theoretisch gesehen sogar schon ins YouTube-Partnerprogramm rein kann. Also das muss ich mir dann mal in Ruhe ansehen. Genauso auch wie die andere Hälfte des Jahres, was ich mir aber für den Jahresrückblick dann mal aufhebe. Doch bevor ich jetzt hier das Video beende, hier mal ein paar besondere Erwähnungen, was wie passiert ist.
2023 sind all meine Videos in 4K verfügbar und seit 2025 sogar mit richtigen Untertiteln und diversen Sprachen. 2024 gab es eine neue Kamera für den Kanal und das Studio ist sogar umgezogen darin. Zum Start der Webseite gab es noch keinen Ratgeber, der dann erst später hinzukam. 2025 waren dann auch Downloads auf der Webseite möglich und aktuell ist diese halt ein bisschen im Umbau. Und 2024 habe ich begonnen, überall Easter Eggs einzubauen, die, finde ich, sehr gut versteckt sind. Und somit haben wir es. Die Geschichte von meiner YouTube-Reise. Und hier halt auch ein besonderes Dankeschön an meine Abonnenten, dass ihr meinen Content liebt und es weitere Personen gibt sogar, die meine Leidenschaft sogar teilen. Aber auch hier noch ein Dankeschön an meine neuen und alten Arbeitskollegen für diesen mächtig geilen Support von euch. Das hört sich ja fast nach Ende an, oder? Naja, also zumindest mit dem Video. Denn mit diesem Kanal starten wir jetzt so richtig. Deswegen jeden Sonntag um 10 Uhr ein neues Video, dreimal in der Woche ein Short und jeden Sonntag um 20:15 Uhr ein Twitch Gaming Livestream. Und sollte irgendwas mal ungeplant werden, ab in die YouTube-Beiträge Tabliste da oder ganz einfach auf Discord sich erwähnen lassen. Und ich sag dann mal, auf eine besondere Zukunft, vielen Dank fürs Anschauen und somit kann ich dann denke ich wieder sagen, man sieht sich.